In der Nacht des 16. Juli 2025 wurde die 13-jährige Zara Kairina Mahathir bewusstlos an einem Abfluss neben ihrem Wohnheim aufgefunden. Die offizielle Version besagte, sie sei aus dem 3. Stock gestürzt. Doch schon bald bemerkte ihre Mutter Blutergüsse, die nicht zu dieser Erklärung passten. Später tauchte ein Tagebuch auf, in dem wochenlange Schikanen beschrieben wurden, und es verbreiteten sich Gerüchte, dass einflussreiche Familien die Beteiligten schützen würden. Was als stille persönliche Tragödie begann, entwickelte sich schnell zu einer der meistdiskutierten Geschichten des Jahres in Malaysia. Eltern, Politiker und die Öffentlichkeit verlangten Antworten. Und selbst jetzt, da die Ermittlungen noch andauern, bleibt die zentrale Frage: Was ist wirklich mit Zara Kairina geschehen? Am 10. August 2025 gab der Sultan von Pahang als Sultan Abdullah eine seltene öffentliche Erklärung ab. Er rief jede Moschee und jede religiöse Versammlung im Bundesstaat dazu auf, das Salat al-Hajj zu verrichten, ein besonderes Gebet, das Muslime sprechen, um Gerechtigkeit zu erbitten. Die königliche Familie veröffentlichte sogar einen Beitrag in einem sozialen Netzwerk, in dem sie darauf hinwies, dass dieses Gebet dem Fall von Zara gewidmet sei. Diese Geste zeigte deutlich, wie bedeutend dieser Fall für das ganze Land geworden war. Es ging nicht mehr nur um die Forderung einer einzelnen Familie nach Antworten. Das Problem hatte den Palast, die Moscheen und die nationale Ebene der Diskussion erreicht. Wenn ein Herrscher öffentlich zum Gebet aufruft, bedeutet dies, dass ganz Malaysia die Geschehnisse beobachtet. Doch um zu verstehen, wie es dazu kam, muss man zurückblicken. Alles begann in der Nacht des 16. Juli. Auf dem Schulgelände war es still. Man hörte nur Zikaden und vereinzelte Schritte, während im Wohnheim ein Licht nach dem anderen erlosch. Zara wurde schwer verletzt neben einem Abflussrohr am Wohnheimgebäude gefunden. Sie war gerade einmal 13 Jahre alt. Die erste Version war einfach und verbreitete sich schnell. Ein Sturz aus dem 3. Stock. Ein tragischer Unfall. Zumindest wurde es den Umstehenden so dargestellt. Doch Trauer schärft den Blick für Details. Als Zaras Mutter am Ort des Geschehens eintraf, überkam sie sofort ein Gefühl der Unruhe. Die Erklärung erschien ihr zu voreilig und zu bequem. Und später, als sie den Leichnam ihrer Tochter aus der Nähe sah, verwandelte sich dieses Gefühl in Misstrauen. Die Blutergüsse, die sie bemerkte, sprachen eine andere Sprache. Sie befanden sich an Stellen, die sich nicht mit einem einzigen Sturz erklären ließen. Und das Beunruhigendste war, dass sie sich an ein Gespräch erinnerte, das nur wenige Tage vor Zaras Tod stattgefunden hatte. Zara hatte gesagt, sie habe Angst vor jemandem im Wohnheim. Was war in jener Nacht tatsächlich geschehen? Um das zu verstehen, ist es wichtig zu wissen, wer Zara Kairina war. Sie besuchte die religiöse und berufsbildende Sekundarschule Tumdat Mustafa im Bezirk Papar im Bundesstaat Sabah. Die Schule wurde 2003 in einem Gebäude gegründet, das zuvor der Nationaluniversität von Malaysia gehört hatte. Im Laufe der Zeit erwarb die Einrichtung einen guten Ruf dank der Kombination aus beruflicher und religiöser Ausbildung. Einflussreiche Familien schickten ihre Kinder oft dorthin, in der Hoffnung, dass der Name der Schule ihnen Ansehen und Chancen verschaffen würde. Wie in den meisten Internatsschulen lebten die Schüler auf dem Campusgelände und sahen ihre Familien nur gelegentlich. Ziel war es, Selbstständigkeit, Disziplin und die Fähigkeit zum Leben in der Gemeinschaft zu fördern. Dieses Bild wurde zerstört, als sich die Nachricht von Zaras Tod verbreitete. Diejenigen, die sie persönlich kannten, beschrieben Zara als ruhig und sanftmütig. Sie sprach leise, lächelte oft und senkte den Blick, wenn sie Menschen begrüßte. Sie begann selten als Erste ein Gespräch, antwortete aber immer herzlich und höflich. Freunde erinnerten sich an sie als eine der freundlichsten Schülerinnen, die sie je kennengelernt hatten. Zara war für ihr Alter ungewöhnlich reif. In der Familie verhielt sie sich verantwortungsbewusst und gelassen, doch in der Nähe ihrer Mutter erlaubte sie sich, einfach sie selbst zu sein. Zu scherzen, vor sich hin zu summen, zu lächeln und kleine Freuden zu teilen. Niemand ahnte damals, dass sich hinter diesem Lächeln eine schwere Anspannung verbarg. In der Schule ertrug Zara ihre Schwierigkeiten schweigend. Sie beklagte sich nicht, wenn ihr der Unterricht zu schwer erschien, bat nicht um Hilfe, wenn sie traurig war und suchte keine Aufmerksamkeit. Alles, was sie wollte, war, dass ihre Familie,
besonders ihre Mutter, ruhig und glücklich war. Doch eines Tages öffnete sich Sarah schließlich. Es war ein ganz normales Gespräch. Sie saß neben ihrer Mutter Nora und sie unterhielten sich, wie sie es schon so oft zuvor getan hatten. Alles verlief ruhig, bis ihre Mutter eine einfache Frage stellte. »Wie geht es deinen Freunden?« Sarah erstarrte. Ihr Gesicht wurde blass. Sie konnte nicht antworten. In diesem Moment begriff Nora sofort, dass etwas nicht stimmte. Sie drängte ihre Tochter nicht, sondern hielt einfach ihre Hand und wartete. Und dann sprach Sarah leise die Worte, die ihr das Herz brachen. »Es gibt Leute, die mich weiterhin schikanieren. Ich habe Angst vor den Oberstufenschülern M und S. Sie bedrohen mich immer noch.« Nora spürte sofort, wie ernst die Lage war. Sie versuchte, Sarah zu beruhigen, sagte ihr, sie solle ihr immer alles erzählen und versprach ihr zuzuhören und sie zu unterstützen. Sie hoffte, dass dieses Gespräch der erste Schritt zur Hilfe sein würde. Doch danach erzählte Sarah nichts mehr. Und als Nora, Sarahs Mutter, das nächste Mal etwas von ihrer Tochter hörte, war es die Nachricht von ihrem plötzlichen Tod. Am 16. Juli 2025, kurz vor dem Morgengebet, hörte jemand ein lautes Krachen in der Nähe des Mädchenwohnheims. Gegen 3 Uhr morgens wurde Sarah schwer verletzt am Boden neben einem Abfluss gefunden. Zu diesem Zeitpunkt war sie gerade einmal 13 Jahre alt. Sie war schwer verletzt und zeigte kaum noch Lebenszeichen. Sie wurde sofort ins Queen Elizabeth Krankenhaus in Kota Kinabalu gebracht. Der Anblick war unerträglich. Die Eltern standen daneben, betäubt vom Lärm der medizinischen Geräte. Bald darauf überbrachte der Arzt die schreckliche Nachricht: Bei Sarah wurde der Hirntod festgestellt. Am nächsten Tag, gegen 13 Uhr, wurde Sarah offiziell für tot erklärt. Sie wurde im Bezirk Kunak beigesetzt. Als sich die Nachricht von ihrem Tod verbreitete, stellte die Öffentlichkeit immer wieder dieselbe Frage. Was war die genaue Todesursache? War sie gestürzt oder wurde sie gestoßen? Von Anfang an gab es fast augenblicklich eine Erklärung. Sarah sei angeblich aus dem 3. Stock des Wohnheims gestürzt. Die Behörden stellten den Vorfall als tragischen Unfall dar. Zu diesem Zeitpunkt wurde keine vollständige Obduktion durchgeführt. Es gab lediglich medizinische Unterlagen, in denen eine Kopfverletzung und Sauerstoffmangel vermerkt waren, Folgen, die bei einem Sturz als zu erwarten galten. Eine Zeit lang wurde der Öffentlichkeit genau diese Version vermittelt. Als die Medien von dem Vorfall erfuhren, tauchte Sarahs Gesicht überall auf. Schlagzeilen erschienen in Malaysia, Indonesien, Singapur und sogar Brunei. Ihr plötzlicher und unerklärlicher Tod löste endlose Spekulationen aus. Journalisten begaben sich zur Schule und zum Wohnheim, um Antworten zu erhalten. Sie versuchten, mit Lehrern, Schülern und Mitarbeitern zu sprechen, aber niemand sagte etwas. Niemand wagte es, auch nur ein Wort zu sagen. Dieses Schweigen verstärkte nur den Verdacht, dass Sarahs Tod vorschnell als Unfall abgetan wurde. Während die Medien um die Schule herumschwirrten, sah sich Sarahs Familie mit etwas noch Beunruhigenderem konfrontiert. Im Islam folgt die Bestattungszeremonie strengen und heiligen Schritten. Zunächst wird der Leichnam von den Angehörigen gewaschen, dann in ein Leichentuch gewickelt, 3 Lagen für Männer und 5 für Frauen. Danach wird der Leichnam zur Moschee getragen, um dort zu beten, bevor er der Erde übergeben wird. In Sarahs Fall war eine derjenigen, die ihren Leichnam wuschen, ihre eigene Mutter. Genau in diesem Moment sah sie erneut das, was ihre Wahrnehmung des Geschehens für immer veränderte. Ihre Hände tasteten Spuren ab, die es nicht hätte geben dürfen, Blutergüsse am ganzen Körper, zahlreiche Wunden an Sarahs Armen, am Rücken, sogar an den Beinen. Es waren Verletzungen, von denen weder die Ärzte noch die Polizei ihr etwas gesagt hatten. Und es sah auch nicht nach den Folgen eines einzigen Sturzes aus. Ein Sturz hinterlässt charakteristische Spuren und Verletzungen in eine Richtung, einen Aufprall von einer Seite, Schürfwunden an der Stelle des ersten Kontakts mit dem Boden. Doch die blauen Flecken auf Sarahs Körper erzählten eine andere Geschichte. Einige davon waren frisch und dunkelviolett, die Farbe eines kürzlich erlittenen Schlags, der erst wenige Stunden zuvor zugefügt worden war. Andere hatten bereits begonnen, sich zu einem schmerzhaften Gelb-Grün-Ton zu verfärben, ein Zeichen dafür, dass sie bereits einige Tage zuvor entstanden waren.
Es handelte sich nicht um Verletzungen aus einem einzigen Moment. Es waren Schichten, Spuren wiederholter Misshandlung, Verletzungen, die unter langen Ärmeln und einem Hijab verborgen waren, Wunden, die niemand bemerkt hatte, bis ihre Mutter sie mit eigenen Augen sah. Das war nicht normal. Und doch wurde in den offiziellen Unterlagen kein Wort darüber verloren. Die ersten medizinischen Berichte konzentrierten sich ausschließlich auf die Kopfverletzung und die Hirnschädigung, die als mit der Sturzversion vereinbar angesehen wurden. Kein Hinweis auf die Blutergüsse, die Nora nun selbst sah. Wie konnte etwas so Offensichtliches und Unbestreitbares vollständig aus den offiziellen Aufzeichnungen verschwinden? Für Nora oder Norida war dies die endgültige Bestätigung. Der Tod war kein Unfall gewesen. Und deshalb verlangte sie Antworten. Sie verlangte eine Obduktion. Sie konnte nicht zulassen, dass der Tod ihrer Tochter einfach abgehakt und vergessen wurde. Doch zu diesem Zeitpunkt hatten die Beerdigungsfeierlichkeiten bereits begonnen. Alles, was Norida tun konnte, war zu warten. Auf die Genehmigung zur Exhumierung des Leichnams ihrer Tochter. 2 Tage später, am 18. Juli, gab der Polizeichef des Bezirks Papar, Kamaru Ambosaka, eine Erklärung gegenüber den Medien ab. Er kündigte polizeiliche Ermittlungen an und forderte die Öffentlichkeit auf, mit Spekulationen aufzuhören, doch zu diesem Zeitpunkt war das Vertrauen in die Polizei bereits erschüttert. Viele begannen den Behörden vorzuwerfen, sie würden jemanden schützen und diejenigen decken, die Zara Schaden zugefügt hatten. Am 3. August unternahm Saras Mutter Norida einen Schritt, der den Verlauf des Falls veränderte. In Anwesenheit eines Anwalts reichte sie einen offiziellen Bericht ein. Darin beschrieb sie detailliert, was sie am 17. Juli gesehen hatte, als sie den Leichnam ihrer Tochter zum letzten Mal wusch. Blutergüsse, Wunden, Spuren von Gewalt, all das, was zuvor niemand erwähnt hatte. Am selben Tag erhielten die Ermittler eine Audioaufnahme eines Gesprächs zwischen Sara und ihrer Mutter. Auf der Aufnahme erzählte Sara von ihrem Leben in der Schule und von ihrer Angst vor 2 älteren Schülerinnen, die nur unter den Initialen M und S bekannt waren. Doch es gab noch eine weitere Entdeckung, die später für die Ermittlungen von entscheidender Bedeutung war. Als Zaras persönliche Gegenstände schließlich an die Familie zurückgegeben wurden, fand man unter den Schulsachen ein Tagebuch. Es war versteckt und nicht sofort zu erkennen. Es handelte sich um ein ungewöhnliches Notizbuch. Es bestand aus 51 Seiten, die sorgfältig von Hand beschrieben waren und zeichnete ein beunruhigendes Bild von Zaras Leben im Wohnheim. Ein Detail ist besonders erwähnenswert. Auf einer der Seiten befanden sich Blutflecken. Bis heute ist unbekannt, wie sie dorthin gelangten und aus welchem Notizbuch diese Seiten ursprünglich stammten. Der Inhalt des Tagebuchs selbst war beunruhigend. Einige Einträge bestanden aus vereinzelten Gedanken über Freundschaft und alltägliche Schwierigkeiten in der Schule, doch am auffälligsten waren die Texte, die sich mit ihrer Beziehung zur Mutter befassten. Sie waren scharf, emotional, manchmal sogar grausam. In einem der Auszüge schrieb Sara unter Verwendung harter Ausdrücke, dass es ihr ohne ihre Mutter besser gehen würde. Das sah nicht nach einem zufälligen Ausbruch jugendlicher Launen aus. Diese Seiten waren voller Schmerz, Enttäuschung und Gefühle, die weit über die üblichen altersbedingten Erfahrungen hinausgingen. Sie schrieb auch darüber, dass ältere Schülerinnen sie ausgrenzten, verspotteten und erniedrigten. An manchen Nächten konnte sie wegen der Konflikte nicht einschlafen. Man schrie sie an oder zwang sie, an Situationen teilzunehmen, nach denen sie sich ängstlich fühlte und keine Ruhe finden konnte. Der Ton der Aufzeichnungen verriet nicht nur Ärger, sondern ständige Angst, das Gefühl, beobachtet und gezielt unter Druck gesetzt zu werden. An einigen Stellen deutete Sara vorsichtig auf etwas noch Beunruhigenderes hin. Sie wählte ihre Worte mit Bedacht, doch die Ermittler interpretierten diese Sätze später als möglichen Hinweis auf sexuelle Belästigung. Die Schilderung der Begegnungen, das Gefühl, in die Enge getrieben zu werden, die Unsicherheit und die Ängste, die sie nur schwer in Worte fassen konnte, deuteten auf Übergriffe hin, die über gewöhnliche Schikanen hinausgingen. Für ein 13-jähriges Mädchen war schon das Aufschreiben solcher Worte ein Akt der Verzweiflung. Es war eine Art Hilferuf. Das Tagebuch hatte auch deshalb eine besondere Bedeutung, weil es mit dem übereinstimmte, was Sara ihrer Mutter bereits erzählt hatte. Sie nannte 2 ältere Schülerinnen, vor denen sie sich am meisten fürchtete,
und im Tagebuch tauchten dieselben Namen immer wieder auf. Dies deutete auf ein beständiges, lang andauerndes Muster der Geschehnisse hin und nicht auf einen einmaligen Konflikt. Für die Ermittler war das Tagebuch nicht nur Hintergrundmaterial, es stellte die Unfallthese direkt in Frage. Wenn Sarah in ständiger Angst lebte, konnte ihr Sturz nicht mehr als bloßer Zufall erklärt werden. Als der Inhalt des Tagebuchs an die Öffentlichkeit gelangte, löste dies heftige Reaktionen aus. Die Menschen sahen darin Sarahs letzten Beweis, den Beweis dafür, dass sie versucht hatte, auf die einzige ihr zur Verfügung stehende Weise um Hilfe zu bitten. Am Tag vor Sarahs Sturz meldete eine der Schülerinnen den Verlust von 300 Ringgit und einer Bankkarte. Gerüchte verbreiteten sich schnell und einige begannen, Sarah als mögliche Täterin zu verdächtigen. Ob dies der Wahrheit entsprach, wurde nie bewiesen. Innerhalb des Wohnheims gab es jedoch eine Praxis, die als MA bekannt war, die sogenannte Versammlung der Einigkeit. Dabei handelte es sich um Treffen, bei denen die Schülerinnen gemeinsam eine Person herausgriffen und sie zwangen, vermeintliche Verfehlungen zu gestehen. Viele beschrieben dies später als eine Form systematischer Schikane. Es ist nicht bekannt, ob Zara in jener Nacht in eine solche Versammlung hineingezogen wurde, doch die Diebstahlvorwürfe könnten den Druck verstärkt haben, dem sie in den letzten Stunden ausgesetzt war. Einige Mitschülerinnen gaben später zu, dass die Atmosphäre im Wohnheim angespannt und beängstigend war, was einen Teil dessen bestätigte, worüber Sarah geschrieben hatte. Andere zogen es vor zu schweigen, möglicherweise aus derselben Angst heraus, die auch sie selbst zum Schweigen zwang. Als die öffentliche Aufmerksamkeit wuchs, begannen die Menschen im Internet nach Antworten zu suchen. Alle wollten eine vollständige Chronologie der Ereignisse. Auf TikTok wurde ein Video schnell viral. Der Autor des viralen Videos behauptete, er stehe dem Fall nahe, und was er erzählte, erschütterte das ganze Land. Seinen Worten zufolge gab es angeblich Videoaufnahmen, auf denen Sarah schikaniert wurde. Eine der schockierendsten Behauptungen war, dass das Mädchen als Form der Demütigung in eine Waschmaschine gesteckt worden sei. Diese Geschichte verbreitete sich mit unglaublicher Geschwindigkeit im Internet. Screenshots füllten die sozialen Netzwerke. Die öffentliche Empörung entbrannte augenblicklich. Einige behaupteten, die Lehrer der Schule hätten tatenlos zugesehen und die Augen vor dem Geschehen verschlossen. Sarahs Mitschülerinnen gossen zusätzlich Öl ins Feuer. Eine behauptete, sie habe Sarah kurz vor dem Sturz zusammengekauert in einer Ecke gesehen und sie habe verletzt gewirkt. Eine andere sagte, sie habe einen Lärm gehört. All dies deutete auf die schreckliche Möglichkeit hin, dass das Mobbing nicht einfach ignoriert wurde, sondern Teil der alltäglichen Kultur an dieser Schule war. Angesichts der Tatsache, dass an dieser Schule Kinder einflussreicher Familien unterrichtet wurden, verstärkten sich die Verdächtigungen nur noch. War es möglich, dass Sarah von Personen schikaniert wurde, an die sich niemand heranzutrauen wagte, weil sie geschützt wurden? Am 6. August gab der Anwalt der Familie Sarah eine offizielle Erklärung ab. Er teilte den Journalisten mit, dass das Video mit der Waschmaschine eine Fälschung sei. Die einzigen echten Beweise seien diejenigen, die Sarahs Mutter der Polizei übergeben habe. Die Behörden verfolgten zurück, wer das Video auf TikTok hochgeladen hatte, und fanden heraus, dass alles von einer Englischlehrerin inszeniert worden war. Sie hatte die Fälschung erstellt, um Aufmerksamkeit zu erregen und möglicherweise finanziellen Gewinn daraus zu ziehen. Infolgedessen geriet sie selbst in den Mittelpunkt eines Strafverfahrens, das höchstwahrscheinlich schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen wird. Doch der Schaden war bereits angerichtet. Diese Fälschung verstärkte nur die Wut, das Chaos und das Misstrauen, die den Fall ohnehin schon umgaben. Als der öffentliche Druck nach Berichten über Blutergüsse und der Veröffentlichung des Tagebuchs seinen Höhepunkt erreichte, ordnete der Generalstaatsanwalt etwas an, das in solchen Fällen äußerst selten vorkommt. Sarahs Leichnam sollte exhumiert werden, um eine umfassende, unabhängige Obduktion durchzuführen. Am 9. August traf das gerichtsmedizinische Team gegen 17 Uhr auf dem muslimischen Friedhof Tanjung Uba ein. Um 19 Uhr war Sarahs Leichnam exhumiert und in das Queen Elizabeth Krankenhaus überführt worden. Die Obduktion begann noch am selben Abend und dauerte bis spät in die Nacht. Sie wurde am 10. August gegen 19:30 Uhr abgeschlossen. Einige Stunden später, um 1:15 Uhr in der Nacht zum 11. August,
wurde Zara auf demselben Friedhof erneut beigesetzt. Diese zweite Obduktion, die faktisch die erste vollständige war, veränderte alles. Die Pathologen bestätigten, dass Zara tatsächlich ein schweres Schädelhirntrauma und Anzeichen von Sauerstoffmangel aufwies, Folgen eines Sturzes aus großer Höhe. Doch bestimmte Details passten nicht zu der einfachen Version eines zufälligen Sturzes. Einige Verletzungen entsprachen nicht dem typischen Szenario und erklärten auch nicht die zahlreichen Blutergüsse, die zuvor am Körper festgestellt worden waren. Dann wurde eine unerwartete Entdeckung gemacht. In Zaras Nierengewebe wurden Spuren von Phenytoin gefunden. Dies ist ein Medikament, das üblicherweise bei Krampfanfällen und Epilepsie verschrieben wird. Doch bei Zara war eine solche Diagnose nie gestellt worden. Das Vorhandensein von Phenytoin ließ sich durch ihre bekannte Krankengeschichte in keiner Weise erklären. Dies warf neue Fragen auf. Hatte sie das Medikament versehentlich eingenommen? War es Teil einer unbekannten Behandlung? Oder war es ihr absichtlich verabreicht worden? Eindeutige Antworten gab es nicht. Doch allein das Vorhandensein des Medikaments erweiterte den Kontext des Falles erheblich. Es handelte sich nun nicht mehr nur um einen Sturz vom Balkon. Als die Anhörungen begannen, war die Gerichtsmedizinerin Dr. J.C. Hugh die erste Zeugin, die aussagte. Am 4. September 2025 trat sie vor Gericht auf. In ihrer Erklärung wies sie darauf hin, dass es äußerst unwahrscheinlich sei, dass Zaras Sturz durch ein versehentliches Ausrutschen oder gar einen Stoß verursacht worden sei, während sie auf dem Boden neben dem Geländer stand. Anhand einer Puppe demonstrierte Dr. Hugh, wie Zaras Verletzungen am linken Bein, am Handgelenk, an der Seite und am Rücken mit einem Sturz nach vorne aus der Höhe übereinstimmen, bei dem eine Person zunächst auf den Füßen landet und dann rückwärts fällt und mit dem Kopf aufschlägt. Das bedeutete, dass Zara nicht einfach über das Geländer gekippt war. Ihren Worten zufolge hätte sie, um an der Stelle zu landen, an der sie gefunden wurde, entweder selbst springen müssen oder auf irgendeine Weise in eine Position geraten sein müssen, in der ihr Körper über den Balkonrand hinausgetragen wurde. Als sie direkt gefragt wurde, ob dies bedeute, dass Zara sich das Leben genommen haben könnte, gab Dr. Hugh keine eindeutige Antwort. Dr. Hugh betonte wiederholt, dass solche Schlussfolgerungen vom Gericht und nicht von einer Gerichtsmedizinerin gezogen werden müssten. Im Laufe der Anhörung wurde auch die Frage nach möglicher Gewalt vor dem Sturz aufgeworfen. Die Anwälte von Zaras Mutter fragten, ob Schläge oder Ohrfeigen Spuren hinterlassen hätten. Dr. Hugh räumte ein, dass oberflächliche Verletzungen dieser Art möglich gewesen wären. Da die Obduktion jedoch erst einige Wochen nach der Beerdigung durchgeführt wurde, waren solche Spuren mit hoher Wahrscheinlichkeit bereits verschwunden. Dabei stellte sie klar, dass ihre Untersuchung keine Anzeichen für einen direkten körperlichen Angriff unmittelbar vor dem Sturz ergeben habe. Außerhalb des Gerichtssaals richtete sich die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit jedoch auf etwas anderes. Fotos und Zeugenaussagen zeigten, dass Zara in einer ruhigen, fast zusammengesetzten Haltung neben dem Abfluss lag. Ihre Arme und Beine waren nicht ausgestreckt, wie es bei einem unkontrollierten Sturz üblicherweise der Fall ist. Für viele sah das seltsam aus. Wäre Zara tatsächlich gesprungen, wie Beobachter behaupteten, hätte ihr Körper anders liegen müssen, um die Unkontrolliertheit des Aufpralls widerzuspiegeln. Da die Haltung regungslos und kompakt wirkte, kamen Vermutungen auf, dass sie bereits vor dem Aufprall auf den Boden bewusstlos gewesen sein könnte. Und wenn sie bewusstlos war, konnte sie den Sprung nicht aus eigener Kraft vollführen. Diese Version verbreitete sich schnell im Internet. Die Menschen begannen zu behaupten, dass Zara entweder hinuntergestoßen oder vor dem Sturz bewegungsunfähig gemacht worden sei. Nutzer sozialer Netzwerke verwiesen auf die Lage ihres Körpers als Beweis für ein Verbrechen, obwohl die gerichtsmedizinischen Befunde dies nicht bestätigten. So verstärkte die Kluft zwischen wissenschaftlichen Daten und der öffentlichen Wahrnehmung nur die Rätselhaftigkeit des Falls. Auf der einen Seite stand die technische Einschätzung von Dr. Hugh, wonach ein versehentlicher Sturz eher unwahrscheinlich erschien. Auf der anderen Seite eine Welle öffentlicher Verdächtigungen. Anstatt einen Schlussstrich zu ziehen, vertiefte die Exhumierung die Kluft zwischen der offiziellen Version und der öffentlichen Meinung nur noch weiter. Im Internet verbreiteten sich Gerüchte, dass die Schule angeblich versucht habe, die Wahrheit zu vertuschen, indem sie den Schülerinnen die Handys abnahm, um Informationslecks zu verhindern.
Am 30. Juli beschuldigte ein viraler Beitrag im Internet sogenannte VIPs, an der Mobbing-Kampagne gegen Zara beteiligt gewesen zu sein. Unter Verdacht gerieten Kinder hochrangiger Polizeibeamter und sogar das Kind eines Ministers. Nachdem jedoch eine Audioaufnahme eines Gesprächs zwischen Zara und ihrer Mutter durchgesickert war, in dem sie die Oberstufenschülerinnen M und S namentlich nannte, verloren diese Theorien nach und nach an Unterstützung. Dennoch blieben Fragen offen. Wer genau war verantwortlich? Am 18. August bestätigten die Behörden, dass 5 Schülerinnen mit der Schikane gegen Zara in Verbindung standen. 3 Namen wurden genannt. Die Namen der beiden anderen wurden nicht bekannt gegeben. Keine von ihnen stand in Verbindung mit VIP-Familien. Diese 5 Mädchen waren die ersten Schülerinnen in Malaysia, die nach Artikel 507 des Strafgesetzbuches angeklagt wurden, einem neuen Gesetz, das nach dem tragischen Tod des Opfers von Cybermobbing, Rajisari Pau, verabschiedet wurde. Zuvor wurden Fälle von Mobbing nach Artikel 233 behandelt, der eine mildere Strafe vorsah. Das neue Gesetz sieht eine Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr, eine Geldstrafe oder beides vor. Am 20. August 2025 wurden alle 5 Mädchen vor dem Jugendgericht in Kota Kinabalu offiziell angeklagt. Ihnen wurde vorgeworfen, beleidigende Äußerungen gegenüber Zara getätigt zu haben, die ihr großes Leid zugefügt hätten. Die Gerichtsverhandlungen wurden für September angesetzt. Die Ermittlungen entwickelten sich zu einer der umfangreichsten Untersuchungen in der Geschichte des Landes. Insgesamt wurden 195 Zeugen befragt, von Mitschülerinnen bis hin zu Ärzten und Polizeibeamten. Parallel dazu begannen interne Untersuchungen gegen Polizeibeamte, die im Verdacht standen, Beweismittel unsachgemäß behandelt oder Tatsachen verfälscht zu haben. In einer frühen Phase wurde sogar die Einrichtung einer königlichen Untersuchungskommission diskutiert, eine äußerst seltene Maßnahme bei Fällen, in denen Jugendliche ums Leben gekommen sind, die jedoch von Zaras Unterstützern immer häufiger gefordert wurde. Die Straßen füllten sich mit Menschen, die alle ein gemeinsames Anliegen hatten: Gerechtigkeit für Zara. Die sozialen Netzwerke waren voller Wut. Die Menschen warfen den Behörden vor, die Schwere des Vorfalls herunterzuspielen und bezeichneten ihn als gewöhnlichen Mobbingfall, obwohl alles mit dem Tod endete. Die Trauer fand auch in der Musik ihren Ausdruck. Lieder, die Zara gewidmet waren, verbreiteten sich im Internet als Zeichen der Anteilnahme und des Protests. Doch nicht alles stieß auf Zustimmung. Manche warfen den Herstellern und Verkäufern von Souvenirs vor, aus der Tragödie Kapital schlagen zu wollen. Aufkleber, Anstecker und T-Shirts mit ihrem Namen und Bild wurden unter dem Deckmantel der Unterstützung verkauft, doch vielen erschien dies als Ausbeutung. Und doch gab es inmitten des Lärms und der Versuche, Profit zu schlagen, unzählige Menschen, die sich aufrichtig für sie einsetzten. Menschen, die beteten, an Demonstrationen und Protesten teilnahmen, in der Hoffnung, dass das Justizsystem doch noch funktionieren würde. Zaras Geschichte hat längst die Mauern ihres Wohnheims überschritten. Was als Zweifel einer einzigen Mutter begann, wurde zu einer nationalen Debatte, die Ermittler, Politiker und eine empörte Öffentlichkeit vereinte. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Manchmal ist der Sturz vom Olymp mehr als nur schmerzhaft. Er zerschmettert einen Menschen in 1000 Stücke und entlarvt das Ungeheuer, das sich hinter der Maske des Idols verbarg. Die Geschichte von Ian David Carslake Watkins ist nicht nur der Zusammenbruch einer Karriere, sondern ein erschütternder Zusammenbruch seiner öffentlichen Fassade, bei dem der Ruhm zum Tor in die dunkelsten Abgründe wurde. Aus dem provinziellen Wales auf die Weltbühnen, von kleinen Bühnen bis ins Rampenlicht, hinein in die Welt der gefährlichsten Verbrecher Englands. Dieser Weg endete nicht auf dem Cover eines Magazins, sondern schwer verletzt auf dem Gefängnisboden. Doch wie kam es, dass ein Star, dem Millionen zujubelten, zu einem solchen Ende gelangte? Und warum war sein Schicksal selbst hinter Gittern, in einer Welt mit eigenen Gesetzen, bereits vorbestimmt? Im Jahr 2025 sorgten Berichte über einen schweren Angriff auf Ian Watkins im Gefängnis für Schlagzeilen. Und Ian Watkins, geboren am 30. Juli 1977 in Wales, hatte seit seiner Kindheit mit Schwierigkeiten zu kämpfen. Sein Vater starb, als er 5 Jahre alt war,
Und 3 Jahre später heiratete seine Mutter einen Baptistenprediger. Als Teenager freundete sich Ian mit seinem gleichaltrigen Freund Mike Lewis an. Sie verband die Liebe zur Musik. Später gründeten sie ihre eigene Band, Lost Prophets. Ian wurde Leadsänger und im Laufe des folgenden Jahrzehnts erlangte die Band internationale Anerkennung dank zahlreicher Chartstürmer und Millionen verkaufter Alben. Bis 2012 hatte die Band 5 Studioalben veröffentlicht und es geschafft, sich weltweit einen Namen zu machen. Alles lief wunderbar. Im November spielten Lost Prophets ihr letztes Konzert, ohne zu ahnen, dass dies ihr Finale sein würde. Einige Wochen später wurde Ian verhaftet und wegen schockierender Verbrechen angeklagt, die all seine Fans, Bandkollegen und, offen gesagt, die ganze Welt in Schrecken versetzten. Es stellte sich heraus, dass die Polizei von Südwales bereits im September 2012 einen Durchsuchungsbefehl für sein Haus erwirkt und auf Ians Computer und Handy unwiderlegbare Beweise für seine abscheulichen Straftaten gegen Minderjährige gefunden hatte. 27 Terabyte an entsetzlichen Videoaufnahmen, Bildern und Nachrichten. Um das Vertrauen junger Frauen zu gewinnen und Zugang zu ihren Kindern zu erhalten, nutzte Watkins seine Berühmtheit aus. Vor Gericht gestand er 13 Straftaten, darunter Versuche, die abscheulichsten Handlungen an dem Kind einer Fanin zu begehen. Die Details dieser Verbrechen sind so schockierend, dass es schwerfällt, darüber zu sprechen. Letztendlich wurde Ian der schwersten Verbrechen für schuldig befunden und zu 35 Jahren Haft verurteilt, davon 29 Jahre hinter Gittern und 6 Jahre auf Bewährung. Vor Gericht behauptete Watkins, sein Leben sei aufgrund des Konsums illegaler Substanzen aus den Fugen geraten. Seine langjährigen Musikerfreunde distanzierten sich nach dem Prozess öffentlich von ihm und gaben die Auflösung der Band bekannt. Der Sänger, der einst von Scharen von Fans verehrt wurde, wurde in das Hochsicherheitsgefängnis Wakefield, bekannt als Monster House, eingewiesen, wo die gefährlichsten Verbrecher, darunter Serienmörder und Sexualstraftäter aller Art, untergebracht waren. In den ersten Monaten hinter Gittern bewahrte Ian seine Gelassenheit und Selbstsicherheit. Er hielt sich zurück und verbrachte viel Zeit in seiner Zelle, wo er Briefe und Texte für neue Songs schrieb. Doch sein Ruf als einer der grausamsten Menschen in der britischen Geschichte machte ihn zur Zielscheibe anderer Häftlinge, die Watkins mit äußerster Verachtung begegneten. Alle wussten genau, was er getan hatte, und selbst hinter Gittern werden Menschen, an deren Verbrechen Minderjährige beteiligt sind, sehr schlecht behandelt. Und schon bald wurde Ian im Gefängnis zum Außenseiter. Aufgrund der Art der Verbrechen stuften die Behörden Watkins als gefährdeten Häftling ein und hielten ihn zunächst unter strenger Bewachung. Psychologen beschrieben ihn als arroganten und skrupellosen Menschen. Doch im Gefängnis, als ihm die Realität der Situation bewusst wurde, litt er unter starken Angstzuständen und Depressionen. Man verschrieb ihm Medikamente gegen Panikattacken und er erklärte vor Gericht, dass ihm das Leben im Gefängnis unerträglich erscheine. Ians einziger Trost war die Musik. Er schrieb weiterhin Songs und sagte, er vermisse die Auftritte und das Leben auf der Bühne. Einige Jahre nach seiner Inhaftierung verbreitete sich sein schlechter Ruf über die Gefängnismauern hinaus. Dies löste nicht nur Hass unter den anderen Insassen aus, sondern auch eine ungesunde Besessenheit seitens einiger Frauen. Frauen schickten Watkins Hunderte von Briefen, oft mit freizügigem Inhalt oder sogar mit Heiratsanträgen. Im März 2018 erhielt das Gefängnispersonal den Hinweis, dass Ian ein verbotenes Mobiltelefon versteckte. Aufgrund dieser Information führten die Wärter eine unangekündigte Durchsuchung durch und zogen den Häftling vollständig aus. Zunächst leugnete er den Besitz des Telefons, doch nach Drohungen, ihn in Einzelhaft zu stecken, holte er widerwillig ein winziges, ein nur wenige Zentimeter großes Handy hervor, das er in seinem Körper versteckt hatte. Später stellte sich anhand des Anrufprotokolls heraus, dass das Gerät zur Kommunikation mit Gabriella genutzt wurde, einer von Ians ehemaligen Verehrerinnen, die ihn bereits vor seiner Verhaftung kannte. Bei einer Gegenüberstellung erklärte Watkins, er habe das Telefon nicht benutzt, sondern es auf Bitten zweier Häftlinge bei sich getragen, die ihm mit dem Tod gedroht hatten, sollte er sich weigern. Der Musiker weigerte sich jedoch, deren Namen zu nennen und erklärte, er wolle nicht geköpft werden. Dafür erhielt Ian zusätzlich zu seiner Haftstrafe weitere 10 Monate Gefängnis.
Nach dem Vorfall mit dem Telefon wurde er in einen anderen Teil des Gefängnisses verlegt. Trotz der zusätzlichen Sicherheitsmaßnahmen nahmen die Drohungen gegen Watkins zu. Bis Mitte 2023 hatte die Spannung in den Gefängnisfluren einen gefährlichen Siedepunkt erreicht. Der Morgen des 5. Augusts begann für Ian wie gewöhnlich. Er war auf dem Weg von der Krankenstation zurück in seine Zelle, doch sein Weg wurde unterbrochen. 3 Häftlinge, bewaffnet mit selbstgebauten Messern, überfielen ihn aus dem Hinterhalt, zerrten ihn in eine Zelle, verbarrikadierten die Tür und nahmen Ian als Geisel. Die nächsten 6 Stunden befand sich der 46-jährige Watkins in der Gewalt von 3 Kriminellen, die darauf brannten, ihn anzugreifen. Es bedurfte eines Teams aus Polizisten, die für den Einsatz bei Unruhen ausgebildet waren, sowie von Verhandlungsexperten, um der Konfrontation ein Ende zu setzen. Am Abend desselben Tages stürmten Spezialeinheiten die verbarrikadierte Zelle. Sie setzten Blendgranaten ein, um die Angreifer zu verwirren. Der blutüberströmte Ian wurde auf dem Boden der Zelle gefunden. Er war schwer misshandelt worden. Sein Körper wies an mehreren Stellen Schnittwunden durch einen scharfen Gegenstand auf, doch wie durch ein Wunder lebte er noch. Der Verletzte wurde mit schweren Verletzungen am Bauch und am Hals ins Krankenhaus gebracht. Die Ärzte konnten sein Leben retten. Er verbrachte einige Tage unter bewaffneter Bewachung im Krankenhaus. Für die Dauer der Ermittlungen wurden die Angreifer in Einzelzellen untergebracht. Die Nachricht von dem Vorfall im Gefängnis schaffte es in die Schlagzeilen und verbreitete sich schnell auf der ganzen Welt. In Großbritannien fragten sich viele, wie lange Ian die schwierigen Bedingungen in Wakefield aushalten würde. Bemerkenswert ist, dass Watkins selbst nie um eine Verlegung in eine andere Einrichtung gebeten hatte. Nach seiner Genesung kehrte Ian in die Einzelzelle zurück. Bis zum Herbst 2025 hatte er fast 10 Jahre hinter Gittern verbracht. Der ehemalige Musiker war sehr vorsichtig, hatte selten Kontakt zu anderen Häftlingen und hielt sich strikt an die Gefängnisregeln in der Hoffnung, Konflikte zu vermeiden. Er war sich jedoch bewusst, dass er jederzeit in Gefahr geraten könnte. An einem Freitagabend im Oktober 2025 rief Ian seine Mutter an. Mit zitternder Stimme sagte er ihr, dass er sie liebe und dass es ihm gut gehe. Doch dieser Anruf sollte sein Abschied sein. Am Morgen des 11. Oktober 2025 geschah im Wakefield-Gefängnis etwas Schreckliches. Während einige Insassen gemächlich zum Frühstück sich begaben, drangen andere in Watkins' Zelle ein und verübten einen brutalen Angriff. Einer der Angreifer hatte ein selbstgebautes Messer, das er Ian direkt in den Hals stach. Blut spritzte an die Wände der Zelle und er fiel zu Boden und schaffte es noch, um Hilfe zu rufen. Sein Schrei erregte die Aufmerksamkeit eines vorbeikommenden Gefängniswärters. Als der Beamte in die Zelle schaute, bot sich ihm ein schrecklicher Anblick. Watkins lag auf dem Boden und hielt sich den Hals, aus dem das Blut in Strömen floss. Die Wärter lösten Alarm aus und kurz darauf stürmten weitere Gefängnisangestellte in die Zelle. Sie eilten zu Ian und versuchten, die Blutung aus der Stichwunde unter seinem Kinn zu stillen. Ein Krankenwagen wurde gerufen, doch es war bereits zu spät. Ian hatte keinen Puls mehr und reagierte auf nichts. Ian Watkins wurde in seiner Zelle für tot erklärt. Aufgrund dieses Vorfalls wurde das Gefängnis sofort für Besuche geschlossen. Es begann eine aufsehenerregende Untersuchung. Die Ermittler identifizierten schnell 2 Hauptverdächtige, den 25-jährigen Rashid Gdel und den 45-jährigen Samuel Dodsworth. Sie wurden festgenommen und zur Vernehmung zur Polizei gebracht. Beide Häftlinge weigerten sich, Aussagen zu machen. Bis Montag, dem 13. Oktober, hatten die Ermittler jedoch genügend Beweise, um Anklage gegen sie zu erheben. Am 21. Oktober 2025 nahm die Polizei 2 weitere Personen in diesem Fall fest. 2 Männer im Alter von 23 und 39 Jahren, die ebenfalls zuvor im Gefängnis von Wakefield inhaftiert gewesen waren, wurden wegen des Verdachts der Verschwörung zu einer Gewalttat festgenommen. Die Ermittler vermuteten, dass diese Männer an der Planung des Angriffs beteiligt gewesen seien oder anderen Beteiligten geholfen haben könnten. Nach den Verhören wurden sie ins Gefängnis zurückgebracht, ihre Namen wurden jedoch nicht bekannt gegeben. Über diese Festgenommenen ist wenig bekannt, es gibt jedoch Informationen zu 2 weiteren Verdächtigen in diesem Fall. Der 25-jährige Rashid Gdel wuchs im Osten Londons auf. Seine Kindheit war geprägt von Gewalt und Gleichgültigkeit seitens seiner Eltern. Man konnte sie nicht als glücklich bezeichnen. Als Teenager kam Rashid in eine Pflegefamilie.
Doch er wollte sich nicht mit den neuen Regeln abfinden und verbrachte die meiste Zeit außerhalb des Hauses. Der Junge schloss sich Straßenbanden an und begann, kleinere Straftaten zu begehen. Mit 20 Jahren hatte er sich bereits den Ruf eines gefährlichen Gangsters erworben. Im Februar 2021 griff Rashid Gdel als Teil einer 6-köpfigen Gruppe 2 junge Männer in der Nähe einer Bäckerei im Nordwesten Londons an. Die Opfer hatten keinerlei Verbindung zu Banden. Sie wurden nur deshalb angegriffen, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort waren. Einer der jungen Männer starb noch am Tatort an seinen Stichwunden, dem anderen gelang es, schwer verletzt zu entkommen. Später stellte sich heraus, dass sie versehentlich für andere Personen gehalten worden waren, weil sie in ein Gebiet geraten waren, das die Bande als ihr Revier betrachtete. Schließlich wurde Rashid Gdel für schuldig befunden und zu einer Freiheitsstrafe verurteilt. Ende 2023 kam er ins Wakefield-Gefängnis. Rashid hatte bereits etwa 2 Jahre in Haft verbracht, als sich seine Wege mit denen von Ian Watkins kreuzten. In der brutalen Gefängnishierarchie könnte Rashid Ian aufgrund persönlicher Abneigung als Ziel für eine Eliminierung angesehen haben. Schließlich war der junge Mann in jungen Jahren mehrfach Opfer von Gewalt geworden. Die offiziellen Motive für seine Handlungen bleiben jedoch unbekannt. Samuel Dodsworth war ein 43-jähriger Mann aus der Stadt Derby in der englischen Region Midlands. Er war der ältere der beiden Täter, die Ian Watkins angegriffen hatten. Seine Vergangenheit gab Anlass zu ernsthaften Befürchtungen. Am frühen Morgen des 3. September 2018 beging Samuel ein Verbrechen von solcher Grausamkeit, dass der Richter es später mit einem Horrorfilm verglich. Der Mann griff eine alleinstehende, 52-jährige Frau an, die am frühen Morgen kurz vor Sonnenaufgang auf dem Weg zur Arbeit war. Sie war ein zufälliges Opfer. Der Täter schlich sich unbemerkt von hinten an sie heran, packte sie und zerrte sie in ein leerstehendes Haus in der Nähe. Der Mann drohte ihr mit dem Tod, sollte sie schreien. In dem leerstehenden, verlassenen Haus begann Samuel sein Opfer zu schlagen und versuchte, sie zu erwürgen. Tief in ihrem Inneren hatte die Frau sich bereits vom Leben verabschiedet, doch sie hatte Glück. Als der Täter für einen Moment unachtsam wurde, gelang es dem Opfer trotz der ihr zugefügten Verletzungen und Verwundungen, sich zu befreien und auf die Straße zu fliehen. Sie wurde von einem vorbeifahrenden Taxifahrer gerettet, der die Polizei alarmierte. Samuel Dodsworth wurde festgenommen und in Gewahrsam genommen. Sein Verhalten war kalt und gnadenlos. Schließlich bekannte er sich in mehreren Anklagepunkten schuldig: Entführung, Freiheitsberaubung und 5 Fälle sexueller Gewalt. Im Dezember 2018 verurteilte ihn das Royal Court wegen des Übergriffs zu 24 Jahren Haft. Der Richter hob den besonders erniedrigenden und gewalttätigen Charakter der Straftat hervor und entschied, dass die Frage einer Freilassung von Samuel erst nach Verbüßung von mindestens 2/3 seiner Haftstrafe geprüft werden könne. Zum Zeitpunkt des Angriffs auf Ian Watkins hatte er bereits etwa 7 Jahre hinter Gittern verbracht. Die Gründe und Umstände, die Rashid und Samuel dazu veranlassten, Watkins mit Waffen anzugreifen, sind weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Sie hatten keine offensichtliche gemeinsame Vergangenheit und das Einzige, was sie verband, war ihre Neigung zu extremer und beunruhigender Gewalt. Das Gerichtsverfahren im Fall der brutalen Tat gegen den ehemaligen Musiker begann fast unmittelbar nach der Anklageerhebung. Am 13. Oktober 2025 erschienen Rashid und Samuel unter verschärftem Sicherheitsaufgebot getrennt voneinander vor Gericht. Bis Ende Oktober 2025 hatte keiner von ihnen ein Geständnis abgelegt. Die Berichte über den mutmaßlichen Tod von Ian Watkins in seiner Gefängniszelle stieß in der Öffentlichkeit auf wenig Mitgefühl. Die Gesellschaft, die von seinen Verbrechen an Minderjährigen erschüttert war, empfing die Nachricht von seiner Hinrichtung nicht mit Trauer, sondern mit einer erschreckenden Erleichterung. In den Augen der Mehrheit war Ian lange Zeit ein Symbol des puren Bösen, ein berüchtigter Sexualstraftäter, dessen Verbrechen als absolut unverzeihlich galten. Viele drückten offen ihre Freude darüber aus, dass er nie wieder auf freien Fuß kommen würde. Einige hatten das Gefühl, dass ihn endlich die Strafe ereilt hatte für sein Verhalten gegenüber den schutzbedürftigsten Mitgliedern der Gesellschaft, den Kindern. In Ians Heimatstadt in Wales gab es weder Mahnwachen noch Blumen, nur schmerzhafte Erinnerungen an die Schande, die er über sich gebracht hatte.
Der Tod von Ian Watkins im Oktober 2025 setzte einen blutigen Schlusspunkt unter eine Geschichte, die schon lange nicht mehr als menschlich bezeichnet werden konnte. Der Prozess gegen seine Angreifer wird ihre Schuld nur formal feststellen, aber nicht die ganze Tiefe des moralischen Verfalls ermessen können, in den alle Beteiligten dieser Tragödie versunken sind. Genau so kann es sein, dass Menschen, die wir manchmal bewundern, nicht einmal unsere geringste Aufmerksamkeit verdienen. Ein Rockstar, den man auf der Bühne geradezu vergötterte, dessen Lieder viele auswendig kannten, tat hinter den Kulissen Dinge, die selbst die hartgesottensten Verbrecher dazu brachten, ihn zu hassen. Genauso kann man, während man auf der hohen Bühne steht, in einem Augenblick direkt in den Abgrund stürzen und alles verlieren. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. An einem schwülen Augusttag im Jahr 2020 machte sich die 25-jährige Krankenschwester Sydney zu ihrem üblichen Lauf auf einer ihr vertrauten Landstraße auf und verschwand spurlos. Keine Anrufe, keine Nachrichten, nicht der geringste Hinweis darauf, was geschehen war. Ihr Handy blieb stumm. Ihre Aktivitäten in den sozialen Netzwerken hörten auf. Für ihre Angehörigen war dies das erste Alarmsignal. Für die Bewohner der Kleinstadt in Arkansas war es der Beginn einer Suchaktion von beispiellosem Ausmaß, wie sie noch nie erlebt hatten. Niemand konnte sich damals vorstellen, dass in dieser Angelegenheit Betrug, eine Fassade der Seriosität, heimliche Überwachung und eine so eiskalte Berechnung im Spiel waren, die kaum zu begreifen war. Doch in diesem Moment gab es nur eine leere Straße, das Abendlicht und eine junge Frau, die nicht nach Hause zurückgekehrt war. Sydney Sutherland wurde in Grubbs, Arkansas, in einer einfachen und harmonischen Familie geboren. Sie war das jüngste von 3 Kindern und stand ihrer Mutter Maggie immer besonders nahe. Zwischen ihnen gab es keinerlei Distanz. Sie unterhielten sich jeden Tag, teilten alles miteinander und unterstützten sich stets gegenseitig. Ihre Verbindung war fast wie ein Spiegelbild. Diese Nähe prägte Sydneys Charakter in vielerlei Hinsicht. Sie wuchs einfühlsam, warmherzig und sehr hilfsbereit auf. Sie lernte gut, war bescheiden, schätzte Ordnung und gewohnte Abläufe. Alle um sie herum hielten sie für eine Person, auf die man sich verlassen konnte. Schon seit ihrer Kindheit wollte sie unbedingt Menschen helfen, sodass ihre Entscheidung, Krankenschwester zu werden, für niemanden eine Überraschung war. Nach der Schule schrieb sich Sydney an einer Krankenpflegeschule ein und begann bald darauf im Harris Medical Center zu arbeiten, wo sie sich schnell als Fachkraft profilierte, die Patienten nicht nur kompetent pflegt, sondern sie allein durch ihre Anwesenheit beruhigen kann. Außerhalb der Arbeit hatte sie ein erfülltes Privatleben. Sie lebte mit ihrem Freund Alex zusammen. Sie hatten Hunde. Sie liebte ihre Neffen und Nichten und schätzte die Familientraditionen sehr. Sport war ein wichtiger Teil ihres Lebens. Das Training half ihr, mit Stress umzugehen und ihr Gleichgewicht zu bewahren. Im August 2020 fuhr die Familie in den Urlaub nach Florida und diese Reise war besonders herzlich und gefühlvoll. Sie badeten, spazierten, machten Fotos, ohne zu ahnen, dass diese Aufnahmen die letzten in ihrem alten, gewohnten Leben sein würden. Sydney kehrte erholt nach Hause zurück und war voller neuer Energie bereit, wieder in ihren Alltag einzutauchen. Quake Llewellyn wurde im selben Landkreis geboren und wohnte nur wenige Kilometer von Grubbs entfernt. Er stammte aus einer alteingesessenen Bauernfamilie, der beträchtlicher Landbesitz gehörte. Die Familie Llewellyn war hier bekannt und angesehen. Man hielt sie für ehrliche, fleißige und solide Menschen. Im Jahr 2016 wurden sie sogar zur Familie des Jahres in der Landwirtschaft gekürt. Das ist eine offizielle und sehr ehrenvolle Auszeichnung in ihrem Bezirk. Seit seiner Jugend arbeitete Quake auf dem Hof, bediente die Maschinen, half bei der Saisonarbeit und erledigte die alltäglichen Aufgaben. Sein Ruf war makellos. Keine Verstöße, keine Beschwerden, nichts Verdächtiges. Er war ruhig und machte nie Ärger. Die Nachbarn beschrieben ihn als etwas verschlossen, jemanden, der sich um seine eigenen Angelegenheiten kümmerte und nicht danach strebte, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. Er war nicht gesellig, weckte aber auch keine Beunruhigung, eher distanziert als verdächtig.
Niemand hätte auch nur im Traum daran gedacht, dass sich hinter dieser verschlossenen Fassade etwas viel Beunruhigenderes verbergen könnte als gewöhnliche Schüchternheit. Llewellyn gab keinerlei Anlass zu Verdächtigungen. Es schien, als lebte er irgendwo am Rande, fernab von Konflikten, fernab jeglicher Fragen. Und genau dieses völlige Fehlen von Warnsignalen wurde zur gefährlichsten Illusion. An jenem schwülen Augusttag im Jahr 2020 hatten sich die Welten von Sydney und Quake noch nicht gekreuzt. Ihre Leben verliefen parallel. Sie inmitten von Menschen, Sorgen und Vertrauen. Er inmitten von Maschinen, Erde und Stille. Sie verband nur ein Ort auf der Landkarte und die Illusion von Sicherheit in einer Kleinstadt, in der jeder jeden kennt. Doch das Schicksal sollte sie auf eine Weise zusammenführen, die niemand hätte vorhersehen können. Am 19. August 2020 begann der Morgen wie immer. Sydney Sutherland kam nach Jonesboro, um mit ihrem Personal Trainer im Fitnessstudio zu trainieren. Das Training dauerte etwa eine Stunde. Danach fuhr sie nach Hause. Überwachungskameras zeichneten auf, wie sie aus dem Auto stieg, ihre Sachen holte, ins Haus ging und dann wieder herauskam, bereits in Sportkleidung. Ruhig, selbstbewusst, ohne sichtbare Anzeichen von Müdigkeit oder Unwohlsein. Dann fuhr Sydney zu ihrer Mutter, um ihr die während des Urlaubs angesammelte Post zu geben. Der Besuch war kurz, das Gespräch ganz gewöhnlich, alltäglich. Sie erwähnte, dass sie vorhabe, Kekse oder Brownies zu backen. Sie erzählte von ihren Plänen und sagte, dass sie joggen gehen wolle. Ihre Mutter redete ihr sanft davon ab und erinnerte sie daran, dass sie heute bereits trainiert habe und es draußen unerträglich heiß sei. Sydney lächelte nur und sagte, dass das Joggen für sie eher eine Erholung als eine zusätzliche Belastung sei. Bevor sie ging, sagten sie zueinander, »Ich liebe dich. Wir telefonieren später.« Das waren ihre letzten Worte. Zu Hause wurde sie erneut von den Kameras aufgezeichnet. Sie überprüfte ihre Apple Watch und verfolgte ihre Laufdaten. Dann, gegen 2:30 am Nachmittag, lief sie auf dem Highway 18 zwischen Newport und Grubbs. Es war eine vertraute Strecke, auf der sie oft lief. Die Straße führte durch Felder und an mehreren Bauernhöfen vorbei. Es gab nur sehr wenig Verkehr. Es war ruhig, nichts lenkte ab, der Belag war gut. Etwa zur gleichen Zeit befand sich Quake Llewellyn in der Nähe und fuhr mit seinem Pickup auf derselben Straße. Er bemerkte die joggende junge Frau. Sie zeigte keinerlei Anzeichen von Unruhe, gab keine Signale von sich. Er fuhr an ihr vorbei, wendete dann, kehrte zu derselben Stelle zurück und begann sie zu verfolgen. Er verlangsamte seine Fahrt. Sie rannte weiter, ohne die Gefahr zu ahnen. Ohne jede Vorwarnung griff Llewellyn an. Er lenkte seinen Pickup abrupt auf Sydney zu und fuhr sie an. Später gab er zu, dass er sein Fahrzeug als Waffe benutzt hatte. Der Aufprall war so heftig, dass sie zu Boden geschleudert wurde. Sie erlitt schwere Verletzungen und konnte sich nicht mehr bewegen. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß stieg er aus dem Fahrzeug, hob ihren Körper auf, warf ihn auf die Ladefläche und fuhr vom Unfallort weg. Er bog von der Hauptstraße auf einen Feldweg ab, der zu den Grundstücken führte, die seiner Familie gehörten. Er hielt an einem abgelegenen, versteckten Ort an, wo ihn niemand sehen konnte. Und dort verübte er die Gewalttat. Sydney war halb bewusstlos. Er ließ sie hilflos zurück, ohne Kleidung, ohne jede Chance auf Rettung. Und nach allem, was geschehen war, beschloss er, ihr das Leben zu nehmen. Laut dem Bericht des Gerichtsmediziners starb Sydney nicht sofort. Sie erlitt zahlreiche Verletzungen, von denen sich einige als tödlich erwiesen. Llewellyn rief keine Hilfe. Er versuchte nicht zu fliehen. Stattdessen grub er in der Nähe ein flaches Loch auf genau dem Grundstück, das seine Familie seit Jahren bewirtschaftete. Er legte ihren Leichnam in die Erde und vergrub ihn. Dann stieg er in seinen Pickup und fuhr davon. Er kehrte nach Hause zurück, duschte und zog sich um. Die verschmutzte Kleidung versteckte er im Wäschekorb im Haus seiner Mutter. Später würde er behaupten, er sei einfach in Panik geraten. Doch seine Handlungen waren wohl überlegt und kaltblütig. Er erzählte niemandem, was geschehen war. Er verbrachte den Tag, als wäre nichts passiert, aß mit seiner Familie zu Abend, nahm Anrufe entgegen und verhielt sich ganz normal. Viele Stunden lang zeigte er keinerlei Anzeichen von Unruhe.
Niemand in seinem Umfeld hätte auch nur im Traum daran gedacht, dass er gerade ein grausames Verbrechen begangen und vertuscht hatte. Sydney Sutherland kam an jenem Abend, dem 19. August, nicht nach Hause. Ihr Freund Alex machte sich zunächst keine Sorgen. Zunächst wartete er einfach ab. Normalerweise hielten sie den ganzen Tag über Kontakt. Manchmal ließ sie mit einer Antwort kurz auf sich warten. 30 Minuten vergingen, dann eine Stunde. Nichts. Keine Anrufe, keine Nachrichten. Ihr Telefon schaltete auf die Voicemail um. Auch in den Messengern antwortete sie nicht. Alex war klar, dass das nicht zu ihr passte. Sydney war immer erreichbar. Selbst während des Trainings schaute sie auf ihr Handy und antwortete schnell. Er begann sich Sorgen zu machen. Zuerst dachte er, dass ihr Handy vielleicht leer war, aber mit jeder Minute wuchs seine Besorgnis. Er rief weiter an, schrieb ihr Nachrichten und suchte nach Anzeichen von Aktivität. Diese Stille wurde immer beängstigender. Alex rief Maggie an, Sydneys Mutter. Sie bestätigte, dass sie ihre Tochter am Nachmittag gesehen hatte. Sie hatten miteinander gesprochen. Alles war völlig normal. Sydney hatte gesagt, dass sie joggen gehen wolle. Maggie nahm an, dass sie längst wieder zu Hause sei. Doch als sie merkte, dass Sydney nicht ans Telefon ging, begann auch sie, sich Sorgen zu machen. Beide riefen Freunde und Verwandte an, aber niemand hatte etwas von ihr gehört. Am Abend des 19. Augusts meldete Alex offiziell ihr Verschwinden. Er wusste, dass etwas nicht stimmte. Sydney war nicht die Art von Mensch, die einfach so verschwinden konnte. Sie ging nie weg, ohne jemandem Bescheid zu geben. Sie teilte immer ihre Pläne mit, war immer erreichbar. Der Sheriff von Jackson County nahm die Meldung sehr ernst. Er kannte diese Familie persönlich. Er hatte Sydney aufwachsen sehen. Er glaubte keine Sekunde lang, dass sie freiwillig gegangen war. Er zögerte nicht. Bereits am Morgen des 20. Augusts begannen die offiziellen Suchmaßnahmen. Von Anfang an wurden alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. Lokale Polizeikräfte, Ermittler des Bundesstaates und Bundesbeamte schlossen sich der Operation an. Die Suche entwickelte sich schnell zu einer der größten in der Geschichte des Bezirks. Das Gebiet, in dem Sydney joggte, wurde sowohl von Freiwilligen als auch von der Polizei durchkämmt. Die Menschen kamen von sich aus, ohne dazu aufgerufen worden zu sein. Männer, Frauen, Jugendliche, Rentner. Manche nahmen sich frei, manche ließen ihre Kinder bei Nachbarn. Über 300 Menschen schlossen sich der Suche an. Sie handelten schnell. Alle wussten, jede Minute zählt. Sie begannen mit ihrer Laufstrecke und suchten die Straßenränder, Gräben und Waldränder ab. Parallel dazu begannen die Behörden, digitale Daten zu sammeln. Sydney trug eine Apple Watch und hatte ihr iPhone dabei. Dieses Detail erwies sich als entscheidend. Die Ermittler forderten Daten von ihrem Mobilfunkanbieter und von Apple an. Bereits nach wenigen Stunden erhielten sie die Geolokalisierungsdaten. Die Koordinaten wiesen auf einen bestimmten Abschnitt zwischen Newport und Grubbs entlang der Autobahn hin, wo sie zuletzt gesehen worden war. Ein privater Fernfahrer berichtete, er habe Sydney am 19. August auf der Straße laufen sehen. Er sagte, sie habe normal gewirkt, sei allein gewesen und er habe nichts Ungewöhnliches bemerkt. Seine Aussage bestätigte sowohl die Zeit als auch den Ort und stimmte mit den Daten ihrer Geräte überein. Dies half dabei, das Suchgebiet einzugrenzen. Die Suchteams begannen, ihre Bemühungen auf dieses Gebiet zu konzentrieren. Am Morgen des 20. Augusts fand eine Gruppe von Freiwilligen Sydneys iPhone. Es lag auf dem Boden unweit ihres Hauses. Das Telefon war unbeschädigt, es lag einfach im Gras. Es machte den Eindruck, als hätte es jemand absichtlich dort abgelegt. Es sah nicht so aus, als wäre es einfach heruntergefallen. Später bestätigten Gerichtsmediziner, dass das Telefon bewegt worden war. Von diesem Moment an wurde ihr Verschwinden nicht mehr als gewöhnlicher Vorfall betrachtet. Die Ermittler begannen, den Fall als potenziellen Kriminalfall zu betrachten. Jeder, der sich zu dieser Zeit in der Gegend aufgehalten hatte, geriet ins Visier der Ermittler. Dutzende Menschen wurden befragt. Unter ihnen war auch Craig Llewellyn. Er erschien freiwillig auf der Polizeiwache. Er behauptete, Sydney gesehen zu haben und wollte den Ermittlungen helfen. Er sagte, er hoffe, nützlich sein zu können und bot sogar seine Hilfe an. Seinen Angaben zufolge sei sie allein gelaufen und habe normal gewirkt. Er bestand darauf, dass ihm nichts Verdächtiges aufgefallen sei. Auf den ersten Blick gab seine Schilderung keinen Anlass zur Besorgnis.
Er willigte sogar ein, dass die Ermittler seinen Pickup untersuchten. Auch sein Vater hatte nichts dagegen. Die Untersuchungen begannen sofort. Die Beamten überprüften den Pickup. Bei der Untersuchung der Ladefläche wurden Blutspuren entdeckt. Dies war die erste gravierende Unstimmigkeit in Llewellyns Geschichte. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte er kein Wort über irgendeinen körperlichen Kontakt verloren. Das Vorhandensein von Blut stellte die gesamte Ermittlung auf den Kopf. Das Fahrzeug galt nun nicht mehr als unbeteiligt. Es wurde nun als potenzielles Tatwerkzeug betrachtet. Anschließend untersuchten die Ermittler Llewellyns digitale Spuren. Die Standortdaten seines Telefons zeigten, dass er sich am Tag von Sydneys Verschwinden in derselben Gegend befand wie sie. Die Koordinaten stimmten fast auf die Minute genau mit ihren Bewegungen überein. Sein Handy und ihr Gerät bewegten sich synchron. Das war kein Zufall. Es war eine direkte Überschneidung. Es wurden auch weitere Beweise gefunden. Überwachungskameras, die auf der Farm der Familie Llewellyn installiert waren, hatten Aufnahmen von Quakes Fahrzeug gemacht. Zuerst fährt der Pickup vom Gelände, dann kehrt er nach einiger Zeit zurück. Auf dem Rückweg ist die Ladefläche mit einer Plane abgedeckt. Darunter lässt sich ein beträchtliches Volumen erahnen, etwas Großes, das zuvor nicht dort war. Für die Ermittler reichte dies aus, um zu erkennen, dass seine Darstellung der Ereignisse nicht mit den Fakten übereinstimmte. Unter der Last der Beweise begann Quake Llewellyn die Beherrschung zu verlieren. Er wurde zum Verhör gebracht. Zunächst bestritt er weiterhin seine Beteiligung. Dann gab er zu, dass es sich um einen Unfall gehandelt habe. Seinen Angaben zufolge habe er Sydney angeblich versehentlich angefahren, wobei er den Staub auf der Straße, die schlechte Sicht und seine eigene Panik dafür verantwortlich machte. Er bestätigte, dass er ihren Körper auf die Ladefläche seines Pickups gelegt und davongefahren sei. Er sagte, er habe nicht gewusst, was er tun solle und deshalb keine Hilfe gerufen. Er versuchte, alles mit momentaner Angst und Verwirrung zu erklären, doch die Ermittler setzten den Druck fort. Je mehr er sprach, desto mehr änderte sich seine Geschichte. Er gestand, dass er ihr die Kleidung ausgezogen, den Körper versteckt und vergraben hatte. Er erwähnte, dass er die Kleidung, die er zum Zeitpunkt der Tat trug, in den Wäschekorb im Haus seiner Mutter geworfen hatte. Das war keine Panik mehr, das waren wohlüberlegte Handlungen. Der Versuch, Beweise zu verbergen, zu vernichten und Spuren zu verwischen. Bei der Durchsuchung im Haus seiner Mutter wurde ein entscheidender Beweis gefunden. Unter den Sachen befanden sich ein schwarzes T-Shirt und Shorts, die Quake gehörten. Auf der Kleidung entdeckten die Ermittler Haare von Sydney und nachfolgende Untersuchungen bestätigten das Vorhandensein ihrer DNA. Diese Funde brachten ihn in direkten Zusammenhang mit dem Tatort. Alle Puzzleteile fügten sich zu einem Gesamtbild zusammen, Zeugenaussagen, Blutspuren, GPS-Daten und Aufzeichnungen von Überwachungskameras. Die Beweiskette wurde immer solider. Es wurde offensichtlich, dass Quake nicht nur wusste, was geschehen war, sondern von Anfang an aktiv daran arbeitete, dies zu verbergen. Nachdem diese Beweise entdeckt worden waren, wurde Quake zu einer erneuten Vernehmung vorgeladen. Die Spannung stieg. Die Ermittler konfrontierten ihn mit den Fakten, die GPS-Koordinaten von seinem Handy, das Video von der Farm, die Blutspuren im Pickup und die versteckte Kleidung. Seine ursprüngliche Geschichte von einem tragischen Unfall hielt keiner Kritik mehr stand. Er versuchte, sich zu behaupten, begann sich jedoch in seinen Aussagen zu verstricken. Und dann kam die direkte Frage: Was hatte er getan, nachdem er Sydney angefahren hatte? Quake gestand, dass er ihren Körper auf ein verlassenes Feld gebracht hatte, das seiner Familie gehörte. Dort zog er ihr die Kleidung aus und verging sich an ihr. Auf die Frage, ob sie zu diesem Zeitpunkt noch am Leben war, gab er keine eindeutige Antwort. Er sagte nur, dass alles schnell gegangen sei und wie in einem Nebel gewesen sei. Dann begrub er sie in einem flachen Grab, da er sicher war, dass niemand dort nach ihr suchen würde. Er gestand, dass er diesen Ort im Voraus ausgesucht hatte. Er kannte diese Gegend gut. Danach kehrte er nach Hause zurück, warf die Kleidung in den Wäschekorb, duschte und aß zu Abend. Er verhielt sich, als wäre es ein ganz gewöhnlicher Abend. Sein Tonfall blieb beängstigend distanziert. Am 21. August 2020, 3 Tage nach dem Verschwinden von Sydney Sutherland, fanden die Suchmaßnahmen ihr Ende. Polizeibeamte und Ermittler trafen an dem Ort ein, den Quake Llewellyn beschrieben hatte.
Es handelte sich um ein Feld, das seiner Familie gehörte, weit entfernt von den Hauptstraßen. In dieser abgelegenen Gegend war die Zufahrt schwierig. Nur wer dieses Gebiet gut kannte, wusste, wie man dorthin gelangte. Genau an der von ihm angegebenen Stelle entdeckten die Beamten eine Stelle mit frisch umgegrabenem Boden. Unter der Erdschicht fanden sie ihre Leiche. Die Experten begannen mit der Untersuchung des Tatorts. Das Grab war nicht tief und offenbar nicht darauf angelegt, den Leichnam dauerhaft zu verbergen. Die Leiche lag in einer unnatürlichen Haltung, teilweise von Kleidung bedeckt, die Quake entweder vergessen hatte oder nicht ausgezogen hatte. Alles, was er gestanden hatte, lag nun vor den Ermittlern. Das Team der Gerichtsmediziner begann mit der Untersuchung. Es wurde festgestellt, dass die Todesursache multiple Verletzungen waren. Einige Verletzungen deuteten auf Widerstand hin, doch die Hauptursache war ein stumpfer Schlag, der durch stumpfe Gewalteinwirkung mit erheblicher Wucht ausgeführt worden war. Der Tod trat nicht sofort ein. Zuvor war das Opfer Gewalt ausgesetzt gewesen. Die Gerichtsmediziner sicherten Beweise, die bestätigten, dass sich das Verbrechen in mehreren Phasen ereignet hatte. Zunächst erlitt Sydney Verletzungen durch einen Autounfall, dann wurde sie in einen Pickup gesetzt, an einen anderen Ort gebracht und sexuell missbraucht. Erst danach wurden ihr die tödlichen Schläge versetzt. Unmittelbar nach der Entdeckung der Leiche wurde Quake Llewellyn offiziell festgenommen. Ihm wurden Mord ersten Grades, sexuelle Gewalt, Entführung und Leichenschändung zur Last gelegt. Jede dieser Anklagen war schwerwiegend und wurde durch stichhaltige Beweise, sein eigenes Geständnis, die Ergebnisse von Gutachten und zahlreiche Zeugenaussagen untermauert. Für die Familie Sutherland bestätigten sich die schlimmsten Befürchtungen. Die Hoffnung, die in den ersten Tagen noch glimmte, erlosch. Sydneys Leiche wurde in der Erde vergraben, unweit des Ortes gefunden, an dem sie geboren wurde und aufgewachsen war. Die Nachricht von ihrem Tod brach nicht nur ihrer Familie, sondern der ganzen Kleinstadt Grubbs das Herz. Die Menschen, die nach ihr gesucht hatten, Freiwillige, medizinisches Personal, Lehrer, empfanden diesen Ausgang als persönliche Tragödie. Am schwersten war es zu begreifen, dass der Täter die ganze Zeit unter ihnen gewesen war. Er hatte ihren Angehörigen in die Augen gesehen und so getan, als wolle er helfen. Nach seiner Festnahme zeigte Quake nicht den geringsten Anflug von Reue. Er gab keine Erklärung ab, entschuldigte sich nicht und erklärte bis zuletzt nicht, warum er dies getan hatte. Er blieb ruhig, fast distanziert. Die Beamten, die ihn abtransportierten, sagten später, sie hätten weder Verwirrung noch Unruhe bemerkt. Er versuchte nicht, sich zu rechtfertigen. Er widerrief sein Geständnis nicht. Er bestätigte alles ohne jede Regung. Die Ermittler hatten ihre Arbeit abgeschlossen. Sie hatten den gesamten Ablauf der Ereignisse rekonstruiert, von dem Moment an, als Sydney zum Joggen aufbrach, bis zum letzten Geolokalisierungssignal ihrer Apple Watch und der endgültigen Auffindung der Leiche. Jeder Teil dieser Kette wurde Schritt für Schritt bestätigt. Selbst ohne sein Geständnis reichten die Beweise für eine stichhaltige Anklage aus. Nach Abschluss der Ermittlungen wurde der Fall von Quake Llewellyn an das Bezirksgericht von Jackson weitergeleitet. Seine Verteidigung war sich bewusst, dass die Geschworenen mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Schuldurteil fällen würden. In einem solchen Szenario hätte ihm die Todesstrafe drohen können. Der Anwalt des Angeklagten stellte einen Antrag auf ein psychiatrisches Gutachten. Die Begutachtung dauerte mehrere Monate. Im Februar 2021 lagen die Ergebnisse vor. Quake wurde für zurechnungsfähig und verhandlungsfähig befunden. Er hatte Einsicht in seine Handlungen und war sich ihrer Folgen bewusst. Der bestellte Psychiater erklärte, dass Llewellyn nicht an schweren psychischen Störungen litt. Seine emotionale Distanziertheit wurde zwar festgestellt, aber nicht als psychischer Zustand eingestuft. Er zeigte keine Anzeichen von Reue und brachte keinerlei Mitgefühl für die Familie der Verstorbenen zum Ausdruck. Die Staatsanwaltschaft schlug einen Deal vor. Ein Schuldbekenntnis im Austausch gegen den Verzicht auf die Todesstrafe als mögliche Strafe. Diese Option wurde lange mit Sydneys Familie besprochen. Sie wollten keinen langwierigen Prozess, keine erneuten Zeugenaussagen und kein öffentliches Aufwärmen all der schrecklichen Details des Verbrechens. Es war eine schmerzhafte, aber praktische Entscheidung. Sie stimmten einer lebenslangen Freiheitsstrafe ohne die Möglichkeit einer vorzeitigen Entlassung zu.
Am 1. Oktober 2021 bekannte sich Craig Llewellyn offiziell des Mordes und der Vergewaltigung schuldig. 2 weitere Anklagepunkte wurden im Rahmen des Deals fallen gelassen. Sydneys Eltern und ihre nahen Verwandten waren im Gerichtssaal anwesend. Als es an der Zeit für die Opferaussagen war, wandte sich ihre Mutter direkt an Llewellyn. Sie forderte ihn auf, ihr in die Augen zu schauen. Sie sagte, er habe kein Recht gehabt, ihr ihre Tochter wegzunehmen. Ihre Stimme zitterte, aber ihre Worte waren klar. Auch Sydneys Vater meldete sich zu Wort. Er bezeichnete Llewellyn als Feigling und betonte, dass seine Handlungen vorsätzlich gewesen seien. Die Familie sprach nicht von Rache, sondern von Gerechtigkeit. In ihrem Ton lag keine Boshaftigkeit, doch durch ihn hindurch kam die ganze Tiefe ihres Verlustes zum Ausdruck. Sydneys Geschichte erinnert daran, dass Gefahr im Verborgenen lauern kann, getarnt als ganz gewöhnlicher, unscheinbarer Mensch. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf. Eine Frau, die in den Subwell Club Apartments in Longwood, Florida wohnte, rief die Polizei an und berichtete von einer unangenehmen Auseinandersetzung mit einem Handwerker namens Armando. Die Frau erzählte, dass Armando sie um ein Date gebeten habe und sie ihm eine Absage erteilt hatte. Unmittelbar danach flog ein 5 Kilogramm schweres Paket durch ihr Wohnzimmerfenster, was sie erschreckte und sie um ihr Leben fürchten ließ. Die Polizei traf kurz nach dem Anruf am Tatort ein. Obwohl das Opfer nicht gesehen hatte, wie Armando die Tat begangen hatte, sagte sie den Polizeibeamten, sie sei überzeugt, dass er der Täter sei. Leider konnte die Frau den Nachnamen von Armando nicht nennen und es gelang der Polizei nicht, den Verdächtigen ausfindig zu machen. Letztendlich weigerte sich die Frau, Anzeige zu erstatten. 6 Monate später wurde die Wohnanlage Arden Villas in Orlando zum Schauplatz eines weiteren schrecklichen Geheimnisses. Die 19-jährige Mia Marcano, Bewohnerin und Mitarbeiterin der Wohnanlage Arden Villas in Orlando, stieg nie in das Flugzeug, mit dem sie zu ihrer Familie fliegen wollte, und wurde als vermisst gemeldet. Im Laufe der Ermittlungen zu ihrem Verschwinden erfuhren die Behörden von einem merkwürdigen Zufall. Kurz zuvor hatte Mia die Avancen eines besessenen Handwerkers zurückgewiesen. Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um Armando Caballero handelte, einen 27-jährigen Mann. Die 19-jährige Mia Marcano war eine strahlende, zielstrebige junge Frau. Nach Angaben ihrer Familie stammte sie aus der Gegend von Miami. Sie schloss im Jahr 2020 die Highschool ab und verwirklichte ohne Zeit zu verlieren ihren Traum von einer Hochschulausbildung, indem sie sich am Valencia College in Central Florida einschrieb. Mia war jung und unabhängig und ihr Nachbar beschrieb sie als schüchterne, freundliche und liebenswerte junge Frau mit einem ruhigen Wesen. Sie lebte und arbeitete in der Wohnanlage Arden Villas in Orlando, Florida, und es gelang ihr, sich ein angenehmes Leben aufzubauen. Sie arbeitete in einem Büro für die Vermietung von Wohnungen. Trotz ihres vollen Terminkalenders fand sie Zeit für die Menschen, die sie liebte, insbesondere für ihre große, sehr enge Familie. Sie schätzte deren Traditionen wie den Besuch des jährlichen Karnevals in Miami sowie Paraden und Konzerte und bemühte sich stets, mit ihren Wurzeln in der Gegend von Miami in Verbindung zu bleiben. Mia freute sich auf das Wiedersehen mit ihrer Familie in Fort Lauderdale, da ihr Vater für sie einen Überraschungsflug mit Southwest Airlines ab Orlando gebucht hatte. Es war vorgesehen, dass der Tag des Verschwindens von Maya ein freudiger Tag für ihre Familie und für sie selbst werden sollte. Ihr Flug sollte zwischen 19:30 Uhr und 20 Uhr landen und sie hatte ein Uber-Taxi bestellt, das sie nach Feierabend gegen 17 Uhr abholen sollte. Als aus Minuten Stunden wurden, sagte Mias Mutter, dass etwas schiefgelaufen war. Sie telefonierte mit den Familienangehörigen, während sie auf ihr Taxi wartete. Nach einem kurzen Gespräch wurde Mias Mutter zunehmend besorgt, als Mia nicht mehr auf Nachrichten oder Anrufe reagierte. Da die Mitarbeiter der Fluggesellschaft der Familie zunächst keine Auskunft geben konnten, musste die Familie warten, bis das Flugzeug gelandet war. Erst dann erfuhren sie, dass Mia ihren Flug verpasst hatte. Daraufhin beschloss die Familie, Mias Freundin zu bitten, nach ihr zu sehen und zu überprüfen, was mit ihr passiert war, indem sie ihre Wohnung aufsuchte.
Als sie dort ankam, war Mia nicht zu finden. Die Situation war beunruhigend. Ihre Familie wusste, dass sie schnell handeln musste. Sie kontaktierten die Polizei um 21:42 Uhr und beantragten eine Überprüfung der Wohnung. Zur gleichen Zeit begannen Mitglieder der Familie aus Fort Lauderdale, sich auf die 3-stündige Fahrt nach Norden nach Orlando vorzubereiten. Sheriff-Assistent Paulina traf um 22:07 Uhr ein und wurde von Familienmitgliedern empfangen. Zunächst warf er einen Blick durch das Schlafzimmerfenster, das sich von außen leicht öffnen ließ. Später traf Mias Nachbarin ein, um die Wohnung aufzuschließen. Zunächst betraten sie die Wohnung nicht durch die Tür, stellten jedoch fest, dass die Schlafzimmertür verschlossen war. Mias Zimmernachbarin kletterte durch das Fenster ins Schlafzimmer, kurz darauf folgte Paulina. Im Schlafzimmer bemerkte Paulina mehrere beunruhigende Details, darunter ein ungemachtes Bett, eine rote Substanz auf dem Kissen eines Plüschbären, den Mia sehr liebte. Er wurde auf dem Boden des Schranks gefunden, sowie ein Möbelstück, das an die Tür gelehnt war. Paulina machte Fotos und schickte sie an Mias Familienangehörige, die bestätigten, dass diese Funde ungewöhnlich waren. All dies weckte zusätzliche Besorgnis hinsichtlich Mias Verschwindens. In einem Interview erzählte ein Kollege von Mia dem Hilfs-Sheriff Paulina, dass einer der Handwerker, der die Wohnungen renovierte, namens Armando Interesse an ihr gezeigt habe, sie dieses jedoch nicht erwiderte. Nachdem er den Bericht aufgenommen und alle Personen, die über weitere Informationen verfügten, aufgefordert hatte, sich beim Büro des Sheriffs zu melden, kam Hilfs-Sheriff Paulina zu dem Schluss, dass Mia höchstwahrscheinlich freiwillig verschwunden sei und nicht als vermisste Person galt, die sich in unmittelbarer Gefahr befand. Trotz der beunruhigenden Details, die in der Wohnung gefunden worden waren, beschloss er aufgrund seiner Einschätzung, den Fall nicht an die Kriminalpolizei oder die Ermittler für vermisste Personen weiterzuleiten. Am 25. September um 0:29 Uhr kontaktierte der Wachmann von Arden Villas das Büro des Sheriffs, um mitzuteilen, dass er mit Klebeband Fingerabdrücke vom Fensterbrett in Mias Schlafzimmer abgenommen hatte. Sheriff-Assistent Paulina kehrte um 3:52 Uhr zum Tatort zurück, um den Abdruck entgegenzunehmen. Mias Vater, Marlon Senior, rief im Büro des Sheriffs an. Mias Familie war aus Fort Lauderdale angereist und bat Sheriff-Assistent Paulina, noch einmal zum Tatort zurückzukehren. So gelang es, weitere Hinweise zu finden. Marlon Senior sagte dem stellvertretenden Sheriff Paulina, dass er unter dem blauen Teppich neben dem Bett ein gelbes Kartonschneidemesser gefunden habe, an dem keine sichtbaren Blutflecken zu erkennen waren. Außerdem erklärten Familienmitglieder, dass sie anhand der Abdrücke auf dem Teppich feststellen konnten, dass das Bett von seiner ursprünglichen Position verschoben worden war. Sie übergaben Paulina auch verschiedene elektronische Geräte, die mit Hilfe von Handschuhen eingesammelt worden waren, die der Sicherheitsdienst während der Spurensicherung zur Verfügung gestellt hatte. Dabei informierte ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Sheriff-Assistent Paulina über den anhaltenden Konflikt zwischen Mias Familie und einem Mann in einem silbernen Ford Fusion. Später wurde der Mann als Armando Caballero identifiziert, ein Wartungsmitarbeiter von Arden Villas, der sich freiwillig auf der Polizeiwache meldete, als Paulina ihn befragte. Der Sicherheitsbeamte teilte Paulina mit, dass die Familie in Armandos Auto einen Schraubenzieher, eine Handytasche und eine rosa Decke gesehen hatte, die ihr verdächtig vorkamen. Während des Verhörs sagte Armando dem Hilfs-Sheriff, dass er zu ihm gekommen sei, nachdem ein Kollege mit dem Spitznamen Tati ihm mitgeteilt hatte, dass Mia verschwunden sei. Er behauptete, Mia zuletzt um 15 Uhr desselben Tages im Clubgebäude gesehen zu haben. Die Familienangehörigen hatten jedoch das Gefühl, dass hier etwas nicht stimmte. Wenige Augenblicke später half Armando dem Hilfs-Sheriff Paulina, das Gebäude auf dem Gelände zu durchsuchen, und genau dabei erfuhr dieser, dass Armando im Rahmen seiner Aufgaben als Hausmeister Zugang zu allen Räumlichkeiten hatte. Paulina erlaubte Armando zu gehen, da es seiner Meinung nach zu diesem Zeitpunkt nicht genügend Gründe für eine Festnahme gab. Um 8:40 Uhr morgens bemerkten Familienmitglieder, die Armandos Wohnung in Winter Park beobachteten, wie er aus seinem Auto stieg. Die Familie bemerkte, dass Armando blaue Gummihandschuhe, eine dunkle Tasche und eine rosa Decke trug, die ihrer Meinung nach Mia gehörten. Sie kontaktierten die Polizei von Castleberry, doch die Beamten erklärten, dass sie wenig tun könnten, da der Fall einer vermissten Person unter die Zuständigkeit des Orange County Sheriff's Office falle.
Einer der Männer aus Mias Familie bat Armando um seine Zustimmung zu einer begrenzten Durchsuchung seiner Wohnung in Anwesenheit eines Beamten, und Armando willigte ein. Es wurde nichts von Beweiswert gefunden, und der Fall wurde um 11:52 Uhr beendet. 2 Hilfs-Sheriffs trafen in Arden Villas ein, um dem Verschwinden nachzugehen, und zu einem späteren Zeitpunkt am Nachmittag wurde der Fall an die Abteilung für vermisste Personen weitergeleitet. Die Ermittler trafen ein und erfuhren bei den Befragungen, dass am Freitag um 16:34 Uhr ein Handwerker an Mias Tür geklopft hatte. Obwohl an diesem Tag keine aktiven Aufträge für Arbeiten in ihrer Wohnung vorlagen, bestätigte Mias Bruder den Ermittlern, dass Armando Mia über die App Cash App zwischen $600 und $700 geschickt hatte, weil sie hübsch sei. Außerdem erklärte eine Kollegin von Mia, dass Mia und Armando keine romantische Beziehung hatten. Sie fand es seltsam, dass er ihr solche Nachrichten schickte. Die Kollegin teilte zudem eine weitere Nachricht von Armando an Mia mit, in der stand, dass er sie gerne probieren würde. Diese Nachricht wurde später den Beweisen beigefügt. Viele Freunde und Kollegen von Mia bestätigten diese Nachrichten. Auf der Grundlage der Ermittlungsergebnisse erhielten die Ermittler einen Durchsuchungsbefehl für Armandos Wohnung und leiteten diesen an die Abteilung für schwere Straftaten des Sheriffbüros weiter. Der 27-jährige Armando Manuel Caballero verbrachte den größten Teil seines Lebens in Orlando. Er absolvierte die Colonial High School und erhielt ein Sportstipendium an der Warner University. Allerdings wurde er im 2. Studienjahr exmatrikuliert, nachdem er im Flur des Studentenwohnheims eine kleine Explosion verursacht hatte, angeblich als Scherz. Nachdem er einige Jahre bei seiner Mutter gelebt hatte, zog er in eine eigene Wohnung. Bei der Befragung beschrieb seine Mutter ihn als passiv und respektvoll und erklärte, es sei nicht seine Art, sich über Kleinigkeiten zu ärgern oder aufzuregen. Armandos Vorstrafenregister sprach jedoch eine andere Sprache, da er 2013 wegen Schüssen mit einer Schusswaffe auf dem Schulgelände festgenommen worden war. Die Beamten gingen zudem davon aus, dass er für den Vorfall mit dem Werfen einer Hantel in den Sabal Apartments zu Beginn desselben Jahres verantwortlich war. Während die Polizei die Suche fortsetzte, wurde die für Montag, den 27. September um 13 Uhr geplante Pressekonferenz aufgrund eines Notrufs verschoben, der an diesem Morgen eingegangen war. Darin hieß es, dass ein Mann erhängt in der Garage der Sabal Club Apartments aufgefunden worden sei. Wenig später fand die Pressekonferenz dann doch statt. Und hier ist, was Sheriff John Mina sagte. Guten Tag. Wir sind heute hier versammelt, weil wir die Hilfe unserer gesamten Gemeinde bei der Suche nach der 19-jährigen Mia Marcano benötigen. Ich bin hier gemeinsam mit Mias Vater Marlon Marcano, ihrer Mutter Patricia Jackson, ihrem Bruder Marlon Jr., ihrer Stiefmutter Jocelyn, ihrer Tante Pia sowie ihrer Großmutter Violet und Joy. Wir bitten alle, die irgendwelche Informationen über Mias Aufenthaltsort haben, sich bitte zu melden. Nachdem Mia als vermisst gemeldet wurde, haben unsere Ermittler die Identität einer Person ermittelt, die an ihrem Verschwinden beteiligt ist. Es handelt sich um den 27-jährigen Armando Manuel Caballero. Heute früh wurde Armando Caballero tot in einer Wohnanlage im Seminole County aufgefunden. Es scheint, als habe er sich das Leben genommen. Caballeros Auto wurde am Tatort entdeckt und befindet sich derzeit zur Spurensicherung im Büro des Sheriffs. Die Ermittlungen zum Tod von Caballero werden vom Seminole County Sheriff's Office geleitet. An diesem Wochenende haben wir intensiv nach Caballero gesucht und ich möchte wiederholen, dass Mia weiterhin als vermisst gilt. Ihr Verschwinden erscheint verdächtig und unsere Ermittler sowie die Familienangehörigen vermuten offensichtlich, dass ihr etwas Schreckliches zugestoßen ist. Wir werden weiterhin alles in unserer Macht Stehende tun, um sie zu finden. Nun werde ich einige Familienmitglieder bitten, ein paar Worte zu sagen. Derzeit möchte die Familie keine Fragen beantworten. Ihre Familie sprach anschließend folgende bewegende Worte. Mein Name ist Pia und ich bin Mias Tante. Diese Nachricht ist für dich. Ich weiß, dass du lebst. Ich weiß, dass du dort bist. Wir lieben dich. Du weißt, dass wir stark sind. Du weißt doch, dass wir eine große Familie sind. Du weißt doch, dass wir keine einzige Nacht ruhig schlafen werden, bis wir dich nach Hause gebracht haben. Wir vermissen dich. Wir wissen, dass du stark bist, Mia. Was auch immer passiert ist, kämpfe, denn wir werden dich beschützen. Deine Mama, dein Papa, deine Oma und dein Opa, deine Stiefmutter, dein Bruder, deine Onkel und deine Tante.
Du bist meine einzige Nichte. Du weißt, dass wir dich lieben. Wir schätzen dich sehr. Du bist die Prinzessin unserer Familie. Wir vermissen dich. Wir kämpfen. Wir sind hier. Und wir warten auf dich. Diese Familie glaubt an Gott. Wir glauben an die Hoffnung. Und wir haben den Glauben. Sobald du bereit bist, gib uns ein Zeichen und wir werden sofort da sein. Du weißt das. Ich liebe dich, Mia. Armandos Leiche wurde im Sabal-Club gefunden. Auch sein Auto wurde an diesem Ort entdeckt, wo die Beamten schwarzes Klebeband mit schwarzen Haarsträhnen fanden. Später wurden die Haare durch eine DNA-Analyse untersucht. Es stellte sich heraus, dass es sich um Mias Haare handelte. In den folgenden 5 Tagen suchten Hunderte von Polizeibeamten, Freunden, Familienangehörigen und Mitgliedern der örtlichen Gemeinde an verschiedenen Orten nach Mia. Am 2. Oktober organisierte das Sheriff-Büro von Orange County eine weitere Pressekonferenz, um dringende Entwicklungen bei der Suche nach Mia Marcano bekannt zu geben. Der Sheriff sagte: Offensichtlich ist dies nicht die Nachricht, die ich Ihnen heute gerne überbracht hätte. Heute früh reagierte das Sheriff-Büro von Orange County auf einen Notfall. Ein Team durchsuchte das Gebiet um die Timber Scan Apartments unweit der South Texas Avenue in Orange County. Genau dort entdeckten sie eine Leiche, von der die Ermittler annahmen, dass sie Mia Marcano gehörte. Dies geschah vor etwa einer Stunde. Die Ermittler hatten Mias Eltern bereits die tragische Nachricht überbracht. Unsere Herzen sind gebrochen. Ich habe Ihnen am Donnerstag gesagt, dass Hunderte von Mitarbeitern des Orange County Sheriff's Office sich diesem Fall verschrieben und sehr hart gearbeitet haben. Alle wollten, dass die Geschichte anders endet. Warum sind wir also bei den Timber Scan Apartments gelandet? Nun, die Handyaufzeichnungen zeigten uns, dass Caballero sich am Freitagabend zwischen 20 Uhr und 21 Uhr in oder nahe der Wohnanlage aufhielt, genau an dem Abend, an dem ihr Verschwinden gemeldet wurde. Er blieb dort etwa 20 Minuten. Nichts in den Aufzeichnungen deutet darauf hin, dass er seit Mias Verschwinden bis zu dem Zeitpunkt, an dem er sich das Leben nahm, dorthin zurückgekehrt ist. Also haben wir heute Morgen sofort Suchteams dorthin geschickt. Genau dann fanden sie das, was wir für Mia halten, und obwohl wir uns ihrer Identität nahezu sicher sind, müssen wir noch das Gutachten des Gerichtsmediziners abwarten. Die Obduktion wurde am nächsten Tag von Dr. Stephanie Vanos durchgeführt. Dr. Vanos konnte die genaue Todesursache nicht feststellen, da sich die Leiche bereits in einem weit fortgeschrittenen Zustand der Verwesung befand. Aufgrund der Spurenlage und der Umstände im Zusammenhang mit Mias Verschwinden kam Dr. Vanos jedoch zu dem Schluss, dass es sich um einen Mord handelte. Später wurde bestätigt, dass das Blut auf dem Kissenbezug in Mias Wohnung sowie die Haare auf dem Klebeband, das in Armandos Auto gefunden worden war, mit Mias DNA übereinstimmten. Basierend auf den Ermittlungsergebnissen gingen die Ermittler davon aus, dass sich der Mord an Mia Marcano höchstwahrscheinlich wie folgt abgespielt hatte. Um 17 Uhr zeigte eine Überwachungskamera, wie Mia nach ihrer Schicht nach Hause ging. Um 17:06 Uhr aktivierte Mias Fingerabdruckscanner die Tür ihrer Wohnung und sie betrat ihr Apartment. Die Ermittler vermuteten, dass Armando sich bereits seit 16:32 Uhr in der Wohnung aufgehalten und dort auf sie gewartet hatte. Der Zustand des Bettes, zerbrochene Dekorationsgegenstände auf dem Boden sowie Blutflecken auf dem Kissenbezug und dem Kopfkissen deuteten darauf hin, dass Armando Mia angegriffen hatte und es zu einem heftigen Kampf gekommen war. Die Ermittler gingen davon aus, dass Armando Mia getötet hatte und ihre Leiche gegen 17:50 Uhr aus der Wohnanlage Arden Villas brachte. Anschließend fuhr Armando in westlicher Richtung durch Orlando, bevor er den südlichen Teil des Orange County erreichte. Schließlich kam er gegen 20:30 Uhr bei der Wohnanlage Timber Scan an, in der er früher gewohnt hatte, und fuhr zu einem abgelegenen nordöstlichen Bereich des Komplexes, der größtenteils verlassen und von hohem Gras überwuchert war. Dort gab es keine Gebäude und kaum Menschen in der Umgebung. Er zog Mias Leiche aus seinem Auto und legte sie hinter eine dichte Baumreihe, die zu einem See hinter dem Komplex führte. Ihre Beine, Arme, ihr Gesicht und ihr Hals waren bereits mit schwarzem Klebeband umwickelt, ähnlich dem Klebeband, das er bei Reparaturarbeiten verwendet hatte. Er ließ ihre rote Handtasche neben ihr auf dem Boden liegen und platzierte außerdem ihre Arbeitsbluse sowie den blutbefleckten Kissenbezug am Tatort.
Mias Familie und ihr Anwalt Daryl Washington hielten später eine Pressekonferenz ab und erklärten, dass die Wohnanlage, in der Mia lebte und arbeitete, mehr hätte tun müssen, um die Sicherheit ihrer Bewohner zu gewährleisten. Im Oktober 2021 reichte die Familie eine Klage wegen fahrlässiger Tötung gegen Ardan Villas ein. Darüber hinaus erklärte die Familie, dass sie bis heute nicht verstehen könne, warum die Strafverfolgungsbehörden dem Fall anfangs nicht mehr Aufmerksamkeit geschenkt hatten, obwohl bereits früh direkte Hinweise auf ein Verbrechen vorhanden gewesen seien. Auf dem Kopfkissen befand sich Blut und ein Möbelstück war gegen die Tür ihres Schlafzimmers geschoben worden, sodass sie sich nicht vollständig öffnen ließ. Der stellvertretende Sheriff, der die Ermittlungen leitete, war über Amendos Verhalten informiert worden und wusste außerdem, dass er Mia belästigt hatte. Die Familie hatte dem Hilfs-Sheriff mitgeteilt, dass in der Wohnung Unordnung herrschte, dass Armando möglicherweise eine Decke in seinem Auto zurückgelassen hatte und dass sich Mias Plüschbär nicht an seinem üblichen Platz befand. Nach Ansicht der Familie hätte Armando zumindest festgenommen und offiziell verhört werden müssen, anstatt nur einer kurzen informellen Befragung auf der Straße unterzogen zu werden. Doch laut Hilfs-Sheriff Paulina hatte er zu diesem Zeitpunkt das Gefühl, keine ausreichenden Beweise dafür zu haben, dass Armando etwas Unrechtes getan hatte. Genau aus diesem Grund ließ er ihn gehen. In den Unterlagen zur internen Untersuchung räumte Sheriff-Assistent Paulina ein, dass er einige Warnsignale übersehen habe. Im Juli 2022 kam das Sheriff-Büro von Orange County zu dem Schluss, dass Sheriff-Assistent Paulina und sein Vorgesetzter, Corporal Kenneth Dale, im Fall Mia Marcano Fehler gemacht hatten. Die Ermittler stellten fest, dass Sheriff-Assistent Paulina es versäumt hatte, seinem Vorgesetzten wichtige Details mitzuteilen, darunter den Fund von Blut auf dem Kissen in Mias Zimmer sowie zerbrochenen Schmuck auf dem Boden. Infolgedessen stufte Dale Mia als freiwillig vermisst ein und nicht als vermisste Person in Gefahr. Dies verhinderte die frühzeitige Einschaltung der Kriminalbeamten und der Abteilung für strafrechtliche Ermittlungen. Aufgrund dieser Untersuchung wurde Paulina für 150 Stunden ohne Bezahlung suspendiert, während Corporal Dale eine unbezahlte Suspendierung von 10 Stunden erhielt. Der Anwalt von Mia Marcano, Daryl Washington, erklärte, dass die Familie die Suspendierung für unzureichend halte und sich strengere Konsequenzen wünsche, einschließlich einer Entlassung. Sheriff John Mina erklärte später, dass Sheriff-Assistent Paulina entlassen werde und dass künftig Maßnahmen ergriffen würden, um Fällen vermisster Personen mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Mia Marcano war jung, talentiert und voller Lebensfreude. Ihr Verschwinden und ihre Ermordung erregten internationale Aufmerksamkeit und erforderten gemeinsame Anstrengungen ihrer Familie, um Gerechtigkeit zu erreichen. Das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Orange County, das FBI, benachbarte Strafverfolgungsbehörden und die örtliche Gemeinschaft arbeiteten gemeinsam daran, Antworten zu finden. Obwohl Mia laut den Ermittlungen vermutlich bereits getötet worden war, bevor die Polizei aktiv eingreifen konnte, konnten die Strafverfolgungsbehörden der Familie zumindest dabei helfen, Gewissheit über Mias Schicksal zu erhalten. Dennoch blieben wichtige Fragen offen. Dazu gehörten insbesondere die zögerliche Vorgehensweise zu Beginn der Ermittlungen sowie die übersehenen Spuren eines Kampfes in Mias Wohnung und die Sicherheitsmängel innerhalb der Wohnanlage. Trotz des tragischen Ausgangs setzt die Familie Marcano ihren Kampf für Gerechtigkeit für Mia fort. Nach ihrem Tod gründete die Familie eine gemeinnützige Organisation namens Mia Marcano Foundation. Laut der Stiftung besteht das Hauptziel der Organisation darin, sicherzustellen, dass Mias Tod nicht umsonst war und dass Familien vermisster Personen nicht dasselbe durchleben müssen wie die Familie Marcano. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.